Nach mittlerweile doch längerer Zeit gibt es heute mal wieder eine von Henslers Stellennummern. Habe ich schon länger nicht mehr gehabt. In der letzten Zeit gab es nicht so viel, wo ich dachte, das ist es wert, daraus ein Video zu machen. Heute habe ich aber mal was, wo ich dachte, von der Aromenwelt her müsste es mir gefallen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob die Umsetzung so unproblematisch ist, wie er es da darstellt. Das werden wir aber heute mal rausfinden. Es ist auch keine ganz so schnelle Nummer, denn das Ganze startet mit einer 30-minütigen Backphase, aber danach geht es relativ schnell. Losgehen tut so simpel, wie es nur losgehen kann. Die Aubergine muss in den Ofen. Dafür erstmal ein paar Löcher reinkloppen. In der Auflaufform oder auf dem Blech, bisschen Olivenöl drüber und einmal so ein bisschen verteilen, dass die Haut überall Olivenöl hat. Und dann in den Ofen bei 180 Grad Umluft. Circa eine halbe Stunde, schauen wir mal. So, 35 Minuten später schauen wir dann noch mal, ob ich es nicht hinbekomme, hier die Haut abzuziehen, ohne das komplett auseinanderzureißen. Ich persönlich bin ja eigentlich ein großer Fan von der Auberginenhaut, deswegen tut mir das so ein bisschen weh, aber ich nehme mal an, dass da die Panade nicht dran halten würde, also halten wir uns mal ans Rezept, wa? So, und jetzt bin ich nämlich gespannt. Das Ganze hat natürlich einiges an Wasser. Und auch in seinem Video hat das ein bisschen Probleme gemacht bei der Panade. Deshalb versuche ich jetzt mal, das Wasser möglichst rauszubekommen. Also, wie man gesehen hat, so ein paar Schlitze reinmachen, nicht durchschneiden. Einfach nur, damit es sich ein bisschen ausbreiten kann, wenn ich jetzt das Ganze mit dem Messer etwas zerdrücke. Und jetzt sieht man schon, wie viel Wasser hier rauskommt. Und ich würde behaupten, je mehr davon rausgeht, desto besser. Deswegen bringe ich das jetzt richtig aus hier. So, also alles raus gibt es natürlich nicht, ohne dass ich totale Matsche draus mache. Deswegen habe ich jetzt mal versucht, einiges rauszudrücken. Und das, was jetzt noch drin ist, das muss jetzt halt drin bleiben. Ist dann eben so. Das würze ich jetzt schon mal. Bisschen Salz auf beide Seiten. Bisschen Pfeffer. Und dann mache ich noch ein bisschen Paprika dran. Und dann panieren. Ich habe heute hier mal ganz normales Paniermehl. Normalerweise würde ich Panko bevorzugen, habe ich aber gerade nicht hier, weil ich so eine große Menge noch an normalem Paniermehl habe. Wird das jetzt erstmal verbraucht. So, Mehl, Eier, ganz normal. Ganz normale Panierstraße. Und ab in die Pfanne. Es sollte jetzt gut heiß sein hier. Oh ja. Los geht's. Währenddessen bereite ich schon mal den Beilagensalat zu, nämlich einen kleinen Spinatsalat. Rote Zwiebeln oder Schalotten wären hier schöner gewesen, weil ich aber noch so einen Haufen von denen hier habe. Heute mit diesen. Nicht zu viel, damit es nicht zu zwiebelig wird. Weißt du was, ich nehme hier einfach die Auflaufform, um das daran zu machen. Ist sowieso schon ein bisschen Öl drin. Da machen wir ein paar Tomätchen dazu, die sind jetzt ein bisschen groß hier. Deswegen mache ich sie mal, viertel ich sie mal. Oder sogar Sechstel. So, Steffen hat hier eine Zitrone-Olivenöl-Vinaigrette gemacht und hat dann am Ende Balsamico über das Ganze gekippt. Das mache ich ein bisschen anders. Ich finde, dass beim Spinatsalat sowieso Balsamico besser passt als Zitrone. Deswegen mache ich direkt ein Balsamico-Olivenöl-Dressing. Und ein bisschen Honig mache ich mit dazu. Ich finde, das gibt dem Ganzen immer noch mal einen guten Touch. Nur mit ein bisschen Salz würzen. Zu guter Letzt noch eine Flocke Butter dazu.
So, ich hoffe, die Kamera macht jetzt noch lang genug mit. Es ist nämlich scheiß heiß hier. Die Kamera ist schon zweimal wegen Überhitzung ausgegangen. Aber wir müssen natürlich noch probieren. Also los geht's. Die Panade hat überraschend gut gehalten, tatsächlich. Hat mich dann doch überrascht. Ich hatte gedacht, dass es auseinanderfliegt. Ne? Also ich mag einfach Aubergine, das muss man natürlich mögen, klar. Es schmeckt halt nach Aubergine mit einem Spinatsalat. Und die knusprige Panade mit bisschen Buttergeschmack hebt das Ganze natürlich sowieso. Das gilt ja für fast alles. Wenn man es in die Fritte schmeißt, mit viel Fett, mit Butter, wird's geiler, ist einfach so. Also auf jeden Fall, ich glaube, das werde ich noch öfter machen. Das ist nicht schlecht. Kompliment, Herr Hensler. Gerne nachkochen. Nicht vergessen zu abonnieren, zu liken. Nächstes Mal wieder Kärtchen, auch nicht vergessen. Und dann wird wieder gekocht. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dahin.